In diesem und einem weiteren Tutorial möchte ich mit euch modulares Gelände für eine komplette Spielplatte bauen. Genauer gesagt verschiedene Schützengravensegmente, die sich beliebig kombinieren und sogar stapeln lassen. Passend für zum Beispiel Weird War Settings wie Trench Crusade oder auch postapokalyptische Tabletop-Spiele. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wer sich statt des stapelbaren Designs lieber für einen klassischen Schützengraben interessiert, findet oben und in der Videobeschreibung einen Link zu einer weiteren TWS Schützengraben-Serie. Viel Spaß beim Nachbauen! Inspiriert hat mich übrigens diesmal ein Beitrag aus der Trench Crusade Facebook-Gruppe. Trench Crusade ist ein relativ neues Tabletop-Spiel von unter anderem den Mordheim-Machern, das in einer alternativen Zeitleiste spielt. Denn während der Kreuzzüge im Mittelalter haben sich plötzlich Dämonentore geöffnet, was die Kriegsführung und technische Entwicklung natürlich massiv beeinflusst hat. Trench Crusade spielt zeitlich vor etwa 100 Jahren, wo neben Karabinern und Gasmasken auch Schwerter und andere Handwaffen getragen werden. Das wichtigste Baumaterial für dieses Projekt ist 5 cm hoher Hartschaum oder alternativ auch Styropor. Wenn ihr keinen Heißdrahtschneider habt, besorgt euch einfach 5 cm hohe Platten, um daraus per Cutter die einzelnen Segmente zuzuschneiden. Weiterhin braucht ihr noch einiges an Balsaholz, und zwar Eckleisten von 8 x 8 mm und Brettchen von etwa 1,5 und 3 mm Dicke. Startet mit dem Zuschnitt der Hartschaumsegmente. Deren 5 cm Höhe entspricht 2 Zoll, was für die meisten Spielsysteme ein perfekter Sichtblocker ist und regeltechnisch ein Emporklettern erfordert. Damit die Segmente modular zusammenpassen, habe ich Kantenlängen von 8, 12 und 16 cm gewählt. Also immer mit 4 bzw. 8 cm Unterschied zueinander. Dadurch kann ich die Segmente später passend auf- und aneinander stellen. Um für zusätzliche Abwechslung zu sorgen, habe ich noch 2 Fünfecke zugeschnitten. Eines mit rund 12 cm Kantenlänge und ein weiteres mit ca. 8 cm Kantenlänge. Nehmt dann aus jeder Segmentgruppe etwa jedes zweite Segment, um einen Absatz als eine Art Treppe hineinzuschneiden. Das geht entweder per scharfen Cutter oder indem ihr am Heißdrahtschneider eine Ecke abschneidet, das abgeschnittene Teil kürzt und dann wieder anklebt. Um die Eckpfeiler ein Stück weit in den Segmenten zu versenken, wird nun jedes Segment mehrfach eingeschnitten. Stellt dafür an eurem Heißdrahtschneider eine Schnittbreite von etwa 3 mm ein. Schneidet dann an allen Ecken eurer Segmente jeweils von beiden Seiten in die Ecken ein, um gleichmäßige Einkerbung zu erhalten. Alternativ ritzt ihr einfach mit einem Cutter in den Hartschaum. Schnappt euch nun euer Balsaholz und eine Draht- oder Feilenbürste, um die Oberflächen aufzurauen. Sägt danach die nötigen Eckpfeiler für eure Segmente zu. In meinem Fall waren das rund 60 Stück à 5 cm, was rund 3 Meter Gesamtlänge an Leisten entspricht. Danach werden aus Balsaholz die Brettchen für die Verkleidung zugeschnitten. Übertragt zunächst von einer kurzen Segmentseite das nötige Maß auf einen Balsaholzstreifen, um daraus die Brettchen für diese Seite zuzuschneiden. Da Balsaholzstreifen meist 10 cm breit und eure Segmente 5 cm hoch sind, bekommt ihr aus einem Stück immer genügend Brettchen für 2 Seiten. Wählt dann ein erstes Brettchenmaß für eine der langen Seiten und schneidet die entsprechenden Brettchen zu. Klebt anschließend die Eckpfeiler an, um danach die Brettchen anzubringen. Schiebt die Brettchen übrigens nicht zu eng zusammen, sondern lasst hier und da gerne einen kleinen Spalt. Das sorgt für Auflockerung und optische Tiefe. Die Stützen für zwischendurch entstehen aus dem 3 mm dicken Balsaholz. Danach werden die übrigen Flächen mit passend zugeschnittenen Brettchen verkleidet. Wer mag, kann abschließend auch noch hier und da ein 1,5 mm dünnes Brettchen quer aufkleben. Schneidet nach dem Trocknen des Leims alle Überstände ab, um dann auf der Segmentoberseite einen immens wichtigen Rahmen aus 1,5 mm dünnen Brettchen aufzukleben. Hierbei müssen die Brettchen nach außen hin unbedingt bündig mit den Eckpfeilern abschließen. Beim exakten Ausrichten ist ein anderes Segment dafür übrigens eine prima Hilfe.
Denn durch solche Rahmen stehen die Segmente nun immer bündig aneinander und bilden eine durchgehende Fläche. Wer mag, kann die Außenseiten natürlich auch gerne mit anderen Materialien verkleiden. Zum Beispiel mit Kork in 1 oder 2 Schichten. Oder mit günstiger Wellpappe, um Wellblech darzustellen. Auch ein Mix ist je nach Setting natürlich problemlos möglich. Noch ein Tipp: Fangt beim Verkleiden am besten mit den Segmenten ohne Stufen an, um zunächst ein Gefühl für die Materialien, die Maße der Brettchen und euren persönlichen Workflow zu bekommen. Denn die Stufenwinkel erfordern etwas mehr Feinarbeit, wofür die groben Zuschnitte zunächst eine gute Vorübung sind. Im zweiten Tutorial zu dieser Serie geht es dann um die weitere Gestaltung und Bemalung des modularen Schützengrabens. Bis dahin viel Spaß beim Basteln eurer Segmente und wir sehen uns erstmal nächsten Freitag zu einem anderen TWS-Thema. Bis dann!